Rolf ist wieder da. Und ich sag euch, das war vielleicht ein ganz schöner Brocken Arbeit. Anders als der erste Teil, den ich in relativ kurzer Zeit fertiggestellt hatte, war es diesmal ein viel längerer Weg. Zum Vergleich, die ersten Videoaufnahmen damals stammten vom 22. September. Rolfs mächtige Söldner erschien am 26. September. Zwischen Aufnahme der Kampagne und dem fertigen Produkt lagen also nur etwa 4 Tage. Dieses Mal hingegen lag zwischen dem Spielen der Kampagne und meinem Upload eine gefühlte Ewigkeit. 22. November bis 1. Februar. Das sind mehr als 2 Monate. Gut, ich könnte jetzt sagen, dass ich in der Zeit unglaublich viel zu tun und deswegen keine Zeit für YouTube hatte. Das stimmt zum Teil auch. Allerdings hat es auch schlicht sehr viel mehr Überwindung gekostet, mit diesem Video anzufangen. Ich denke, das ist der Fluch, der einen begleitet, wenn man einen erfolgreichen, hochgelobten ersten Teil veröffentlicht und dann davor steht, einen ebenbürtigen Nachfolger zu machen. Wie eine Band, die gerade das beste Album rausgebracht hat, wieder im Studio sitzt und überlegt, wie sie weitermachen soll. Man kennt es ja auch von Filmen, die mit jedem neuen Teil immer schlechter werden, bis sich eine Serie förmlich totläuft. Vor genau dem hatte ich großen Respekt. Der erste Rolf-Teil war so schnell fertig, weil ich nur Philips Vorlage hatte, an der ich mich orientieren, dann aber meinen eigenen Schuh draus bauen konnte. Die Motivation war unglaublich groß, zumal mich zu der Zeit deutlich weniger Menschen schauten, die diese Art Videos nicht kannten und somit ohne Erwartungen auf Play drückten. Dieses Mal war das ja durchaus etwas anders. Ich hatte bereits einmal Rolf auf seiner Reise begleitet und entschied mich dafür, ein sehr ähnliches Szenario zu wählen. Ich tauschte Söldner durch Frauen und Britannien durch Gallien aus. Bevor ich die Kampagne startete, war das durchaus ein Faktor, vor dem ich Angst hatte. Wird der Spieldurchlauf genug Neues bieten, das ein neues Video rechtfertigt? Hinzu kam dann noch der Gedanke an die wartenden Zuschauer, die ja nun einen gewissen Anspruch an den zweiten Teil haben würden. Ich trat also gegen meinen eigenen ersten Teil an, der in meinen Augen sehr, sehr gut gelungen war. Das waren alles Gedanken, die schon zu Beginn meinen Arbeitsdrang deutlich verlangsamten. Nichtsdestotrotz fing ich an zu spielen. Zunächst nur eine Stunde, speicherte ab und ließ dann wieder 2,5 Wochen vergehen, ehe ich die letzten 2 Stunden Gameplay aufnahm. Einzig allein ein Zettel mit Notizen zu potenziell lustigen bzw. für die Geschichte relevanten Szenen und 3 Stunden Videomaterial waren da dann gemacht. Die wohl größte Aufgabe stand ja noch an. Die ganzen Häppchen zu einer Geschichte verweben, die das Wichtigste erzählt, nicht zu langweilig ist, humorvoll daherkommt und vor allem nicht wie eine 1:1 Kopie des ersten Teils wirkt. Da mir auch das großen Respekt einflößte, dauerte es auch bis Anfang Mitte Januar, bis ich mich da rantastete. Kleiner Funfact: Im Video Probleme mit der Produktivität konnte man meinen Videoideenordner sehen und dort war bereits ein Rolf 2 Dokument vorhanden, das schon eine gewisse KB-Größe hatte. Da drin stand aber kein echter Text, sondern nur eine Seite lang Rolf. Während des Schreibens musste ich viel nachdenken über die Story und auch einige Änderungen vornehmen. Und am Ende brauchte ich gute 2 bis 3 Tage für das Skript. Nicht sonderlich ungewöhnlich, aber auch nicht wirklich schnell. Dann dauerte es noch einen Tag, um das alles einzusprechen. Und schließlich kam der zu dem Zeitpunkt gefühlt schlimmste Arbeitsschritt, das Schneiden. Oft ist das der Moment, auf den ich mich am meisten freue, weil ich endlich alles zusammenfügen kann, was ich vorher vorbereitet habe. Gameplay-Aufnahmen, meinen eingesprochenen Text, Musik und zusätzlich noch die Möglichkeit, Effekte hinzuzufügen. Ihr könnt euch sicher schon denken, wie es dieses Mal war. Ja, genau. Eben nicht so. Ich habe das Projekt Rolf 2 erstellt, alle Dateien, die ich zu dem Zeitpunkt dafür brauchte, importiert und dann vor dem leeren Editierbereich gesessen. Ich wollte mit dem Anfang beginnen, wusste aber noch nicht, wie ich die ersten 2 Minuten, also die Zeitungsberichte und das Treffen des Ältestenrats, bebildern sollte. Viele Gedanken kreisten in meinem Kopf und ich musste das Programm erstmal wieder schließen und widmete mich anderen Dingen. Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen hatte, musste ich mich quasi dazu zwingen, das Programm wieder zu starten, um anzufangen. Ich entschied mich dazu, den Anfang erstmal zu ignorieren und begann die Story mit den dazugehörigen Videoschnipseln zu untermalen. So langsam fing die Maschine wieder an, normal zu laufen und auch den Beginn konnte ich dann später vernünftig editieren. Für die erste komplette Version des Videos brauchte ich 3 Tage. Insgesamt sollten noch 5 Versionen folgen, bis das finale Video fertig wäre. Noch nie habe ich ein einzelnes Video so oft neu gerendert, weil immer wieder Änderungen anstanden oder ich nicht hundertprozentig zufrieden war. Und dann war da ja noch was ich vorher nicht bedenken musste. Was mache ich mit der englischen Version? Ich hatte ja versprochen, dass ich für Rolf auf jeden Fall eine eigens für die englischen Zuschauer erstellte Version machen würde. Doch sollte ich sie zeitgleich veröffentlichen, um alle zufriedenzustellen oder einfach ein paar Tage später? Die deutsche Version war ja eigentlich fertig und ich wollte sie sehr gerne schon veröffentlichen und beim ersten Rolf-Teil hielt die englische Sprache auch erst nach einiger Zeit Einzug.
Ich entschied mich aber dafür, dass ich es richtig machen und beide zur gleichen Zeit an die Zuschauer ausliefern wollte. Für mich hieß das ganze Skript mit seinen 12.455 Zeichen übersetzen, neu einsprechen und aufgrund der anderen Satzstruktur im Englischen auch nochmal den Schnitt anpassen. Während ich beim ersten Teil das Skript eigenhändig Satz für Satz übersetzte, was eine gefühlte Ewigkeit dauerte, erinnerte ich mich daran, wie uns der DeepL Translator während meiner Zeit bei Osmotic Studios unter die Arme gegriffen hatte. Denn zum Glück sind die heutigen Übersetzer recht geschickt darin, einen langen deutschen Text in einen englischen zu verwandeln, ohne dabei große Fehler zu machen. Außerdem hatte ich ja ein Ass im Ärmel. Ich kenne da ja einen gewissen englischen YouTuber, der mir schon bei der ersten Übersetzung tatkräftig geholfen hatte. Philipp übernahm netterweise auch dieses Mal diese Aufgabe. Anders als noch bei Rolf 1 bekam er bereits das übersetzte Skript zum Korrigieren und nicht erst meine Sprachaufnahmen. Das ersparte mir ein wenig Frust, weil ich sonst schon viel Kraft in die Aufnahme gesteckt hätte, die dann potenziell in die Tonne gewandert wäre. Text korrigiert, also an die Aufnahme. Ihr wisst, glaube ich, selber, wie schwierig es sein kann, englische Worte auszusprechen, wenn ihr es gewohnt seid, alles auf Deutsch zu sagen. Bei einigen Worten habe ich mir echt die Zunge abgebrochen. Glücklicherweise habe ich ja die Macht, diese Wörter einfach zu ändern. Auch diese Sprachaufnahme ging an Philipp und wurde intensiv korrigiert. Wie viel Zeit er sich immer nimmt, ist echt erstaunlich und nicht selbstverständlich. Deswegen großen Dank nach England. Einige Passagen musste ich erneut einsprechen. Einige Fehler in der Aussprache ließ ich aber auch einfach drin, weil ich sie nicht so schlimm fand. Schließlich bin ich am Ende immer noch ein Deutscher, der hier Englisch spricht und kein Muttersprachler. Insgesamt dauerte das etwa 1 bis 2 Tage. Der Schnitt für die englische Version dann auch etwa 1 Tag, weil es nur etwas Hin- und Hergeschiebe der Spuren war. Einige Anpassungen an der englischen Version bedeuteten allerdings auch, dass ich diese auch nochmal an der deutschen vornehmen wollte, also wieder eine neue Version rendern. Letztendlich hat der ganze Prozess von Aufnahme bis Fertigstellung des Schnitts der deutschen und englischen Version eine ganze Woche gedauert, in der ich nicht viel anderes tat, als an dem Video zu arbeiten. Und ehrlich gesagt, ziemlich beschissen schlafen konnte, weil mein Gehirn mich auch im Bett immer wieder auf Kleinigkeiten hinwies, die ich doch noch ändern könnte und außerdem noch Prognosen erstellte, wie ihr Zuschauer darauf reagieren könntet. Denn wie ich anfangs schon sagte, die Befürchtung, dass ihr diesen zweiten Teil schlicht langweilig oder zu gut Deutsch scheiße finden würdet, schwang die gesamte Woche immer mit. Dieses Horrorszenario hat sich glücklicherweise nicht eingestellt und auch ich selbst bin zufrieden mit dem, was ich nach dieser intensiven Zeit abgeliefert habe. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich während des Schnitts laut lachen musste, weil meine eigenen Ideen so unglaublich stumpf und dadurch lustig sind. Besonders stolz bin ich auf die Szene mit dem Windows XP Startup. Was lernen wir jetzt daraus? Serien zu produzieren ist ein deutlich härteres Stück Arbeit als gedacht. Einzelne Videos ohne fortlaufende Handlung deutlich entspannter. Aber ich mache YouTube ja auch, um mich selbst herauszufordern. Das habe ich getan, kurzfristig gedacht, ich würde es nicht schaffen, die Zähne zusammengebissen und es dann doch durchgezogen. Darauf bin ich sehr stolz. Von Rolf brauche ich aber dennoch erstmal ein kleines Päuschen. Ich hoffe, ihr versteht. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Blick hinter die Kulissen gefallen. Ich kann in Zukunft gern mehr davon machen. Naja, das wär's jetzt eigentlich. Tschüss!